An unserer Universität arbeiten über 8000 Menschen. Gemeinsam schaffen, bewahren und vermitteln wir Wissen. Eine motivierende und herausfordernde Aufgabe, auch für Personalverantwortliche. Unsere Leitlinien weisen den Weg für ein wertschätzendes und förderndes Miteinander. Erfahren Sie, wie aus Leitlinien gelebte Praxis wird. Entwicklung fördern. Ich finde die Weiterentwicklung von Leuten, ob das jetzt junge Leute sind, die sich noch sehr breit entwickeln müssen oder auch schon sehr erfahrene Leute, finde ich unendlich wichtig. Und das sollte man als Leitungsgebender auch wirklich fördern. Und da gibt es immer von mir zwei Aspekte. Eine ist einfach, was sind die Wünsche eigentlich von der Person selbst, ja, und wie passt das in die Organisation rein? Und da sind genau diese Personalentwicklungsgespräche die ganz geeignete Form sozusagen, die Form, um das einmal jährlich mal zu thematisieren, zu diskutieren mit der Person. Und auch zusammen dann auch entscheiden, was auch Maßnahmen sein. Das kann einfach Weiterbildung sein, aber das kann auch zum Beispiel im Team, Änderung der Rolle im Team sein. Bei sehr jungen Leuten ist es noch was anderes, weil da ist auch da geht die Karriereentwicklung viel schneller. Normalerweise noch. Und da gibt es wirklich ein ganz breites Palett von Unterstützung im Sinne von Hilfe im wissenschaftlichen Bereich, Anträge schreiben, dafür sorgen, dass sie publizieren, dass sie auch lernen zu publizieren, zu schreiben zum Beispiel, dass die lernen zu führen. Sehr positiv, wenn man sehr viel Eigenverantwortlichkeit gibt, sodass die sich wirklich auch selbst weiterentwickeln können und da auch innerhalb der Team, innerhalb der Gruppe, innerhalb der Arbeit da die Möglichkeiten finden. Promoting development means, first of all, acknowledging that we all have different skills, strengths and development wishes. As a leader, I need to provide an atmosphere of feedback, trust and support. It is my role to help my team members to convert negative achievements into unpredicted challenges and positive opportunities. This means managing the frustration of failure in order to be able to celebrate the excitement of discovering the unknown. A critical constructive exchange on both directions, defining expectations, finding common goals, promoting both individual and group exchanges and collaborations are all very important.